Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Leoben unterwegs und möchte dir die Massenburg zeigen und dir ihre Geschichte ein wenig näher bringen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Hoch über der steirischen Stadt Leoben, auf einem bewaldeten Hügel südlich der Altstadt, liegen die stillen Überreste einer einst mächtigen Burganlage, die Massenburg. Heute eine Ruine, doch einst ein Ort von Macht, Kontrolle und Verteidigung. Ihre Mauern erzählen eine Geschichte von Rittern, Kaisern und langsamen Vergessen. Die Massenburg erhebt sich auf dem Massenberg, hoch über der Stadt Leoben in der Steiermark. Von hier aus öffnet sich der Blick über das gesamte Murtal. Im Mittelalter war dieser Ort strategisch entscheidend. Handelswege mussten kontrolliert werden. Die Stadt musste geschützt werden. Denn Leoben war ein Zentrum des Eisenhandels und damit von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand hier eine erste Befestigung. Ein sogenanntes Oberhaus, gebaut zur Verteidigung der neuen angelegten Stadt. Inmitten stand ein mächtiger, sechseckiger Turm. Die ersten Gebäude bestanden noch aus Holz, doch bald wurde die Anlage aus Stein erweitert.
Die Burg gelangte in den Besitz des Adelsgeschlechts der Massenberger. Im 14. Jahrhundert begann der große Ausbau. Holzbauten verschwanden und wurden durch massive Steinmauern ersetzt. Ein Wohntrakt entstand, Wirtschaftsgebäude wurden errichtet, aus einer Wehranlage wurde ein adeliger Sitz. Im Jahr 1440 übergab Kaiser Friedrich III. Die Massenburg an Christoph Hoffmann von Vormbach. Später folgte Hans Malti, oberster Bergrichter der Region. Doch bereits 1502 galt die Burg als baufällig. Der Amtmann Hans Haug erhielt den Auftrag, die Anlage wieder instand zu setzen. Eine neue Epoche begann 1518. Die Burg kam an Veit-Zollner. Nach seinen Verdiensten im Bauernkrieg von 1525 erhielt er die Massenburg als erbliches Lehen. Nun wurde die Burg modernisiert, ein Kanonenrondell entstand, neue Türme wurden gebaut, die Festung wurde für Feuerwaffen angepasst. Die Massenburg erreichte ihren Höhepunkt. Nach dem Tod Veit-Zollners im Jahr 1570 begann langsam der Verfall. Schulden belasteten die Familie, Besitzerwechsel folgten.
1658 wurde die Burg an das Stift Admont verpfändet. Später übernahmen unter anderem Ernst Teuffenbach, Anna Maria Wurmbrand und Maria Therese Stürk. Doch die Zeit der Burgen war vorbei. Um das Jahr 1820 begann der Abbau. Steine der Burg wurden als Baumaterial verwendet. Mauern verschwanden, Dächer stürzten ein. Zurück blieb eine Ruine. Still über der Stadt. Erst 1937 wurde die Anlage freigelegt. Archäologen sicherten die verbleibenden Mauern. Zwischen 1998 und 1999 folgte eine umfassende Restaurierung. Heute führt ein Weg hinauf zur Ruine und zu einem der schönsten Ausblicke über Leoben. Heute herrscht hier Ruhe. Kein Waffenlärm, keine Wächter auf den Mauern, nur Wind und Geschichte. Die Massenburg bleibt ein steinernes Denkmal, hoch über Leoben, ein Ort, der daran erinnert, wie Macht entsteht und schließlich vergeht. Ja, das war das Video über die Massenburg hier in Leoben in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da. Abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Go Traveler. Also, ciao.